Wie macht man gute Fotos von seiner Modellbahn? Nun, in erster Linie dadurch, dass man schöne Bilder machen möchte, dass man sich die Zeit dafür nimmt, dass man bereit ist zu lernen und Neues auszuprobieren und dadurch, dass man Spaß an seiner Modellbahn und am Fotografieren hat. Es gibt aber auch 4, 5 Punkte, die in meinen Augen wichtig für gute Modellbahnbilder sind und auf die ich heute in diesem Video eingehen möchte. Wenn du dich jetzt fragst, hey Alter, warum glaubst du mir erzählen zu können, wie ich meine Modellbahn fotografieren soll? Nun, dann lass dir sagen, ich selber lege viel Wert auf schöne Bilder von meiner Modellbahn. Nehme mir die Zeit, immer Neues auszuprobieren und habe sehr viel Spaß daran. Nicht zuletzt habe ich mit meinen Bildern auch schon Preise bei Wettbewerben gewonnen. Aber ich kann und möchte niemanden als Oberlehrer bevormunden. Am Ende muss jeder seinen eigenen Weg und seinen eigenen Stil finden. Ich kann euch aber hoffentlich einige hilfreiche Tipps geben von dem, was ich bei der Modellbahnfotografie gelernt habe. Da ist zunächst und als allerwichtigstes das Motiv. Ja, natürlich eine schön ausgestaltete und große, eindrucksvolle Modelleisenbahn. Aber erzählt auch eine Geschichte. Zum Beispiel, indem ihr Personen im Bild sich unterhalten oder es tun lasst. Tiere, die zu erkennen sind, oder eine besonders schöne oder ungewöhnliche Lokomotive. Fesselt die Aufmerksamkeit eurer Betrachter. Vermeidet es aber auch auf der anderen Seite, das Bild völlig zu überfrachten. Außer ihr seid ein Freund von Wimmelbild-Suchbildern und findet Gleichgesinnte. Dann ist das natürlich euer Metier und ebenfalls okay. Nach dem Motiv kommt eigentlich lange nichts. Denn die weiteren Punkte sind mir persönlich zwar wichtig, aber im Vergleich zu einem spannenden Motiv fast schon unwichtig. Da wäre zunächst die Perspektive. Man kann seine Modellbahnanlage natürlich genauso aufnehmen, wie man sie als Betrachter vor ihr stehend auch wahrnimmt. Zu dokumentarischen Zwecken und für einen guten Überblick ist es auch 100% gerechtfertigt. Aber Bilder, die den Zuschauer faszinieren, entstehen so eher selten. Mein Rat ist, neue Perspektiven zu suchen und zum Beispiel senkrecht von oben oder auch aus einer sehr tiefen Position heraus Bilder zu machen. Und was eigentlich immer geht, ist die Sicht eines kleinen Preiselleins einzunehmen und die Anlage genauso aufzunehmen, wie sie eine Modellfigur wahrnehmen würde, so dass sich der Betrachter als Teil der kleinen Welt fühlt. Auch Bäume oder andere Gegenstände im Vordergrund in der Unschärfe verschwinden zu lassen, kann sehr gut wirken. Wie auch nahe an das Objekt, das fotografiert wird, heranzugehen. Denn in unserem Umfeld sind wir es gewohnt, Dinge meist aus relativ geringer Entfernung zu betrachten und nur selten als entfernter Betrachter von einem weit entfernten Hügel herab. Wobei dieser Punkt sich leider sehr oft mit dem nächstgenannten widerspricht. Denn dieser heißt, achte auf und vermeide störende Elemente im Bild. Gerade wenn man besonders nah an eine Modellbahn herangeht, fallen Fehler besonders stark auf. Sei es der Heißkleberfaden, der Spalt unter dem Gebäude, das schiefstehende Schild oder die umgefallene Figur. Erst in der Nahaufnahme springt sehr oft störend ins Auge, was einem normalen Betrachter verborgen bleibt. Aber auch die fehlende Hintergrundkulisse und der Blick auf die kahle Wand hinter der Anlage kann den Reiz eines Bildes nachhaltig schmälern. Betrachtet die Bilder eurer eigenen Modellbahn gerade bezüglich störender Elemente kritisch und ihr werdet immer wieder Stellen finden, wo ihr eure eigene Anlage immer weiter verschönern möchtet. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist eine gute Ausleuchtung der Anlage. Eine helle, dem Tageslicht entsprechende Lichttechnik hilft ungemein, qualitativ gute Bilder zu machen. Und stimmungsvolle Bilder von der Abenddämmerung oder der blauen Stunde sind ohne Unterstützung einer Anlagenbeleuchtung auch schwierig. Ganz zum Schluss möchte ich noch kurz auf die technische Ausstattung eingehen, die man für gute Modellbahnfotos benötigt. Dieses Thema habe ich bewusst ganz nach hinten ans Ende des Videos gesetzt. Denn tatsächlich kann man wunderschöne Fotos von seiner Modelleisenbahn heutzutage bereits schon mit einem Smartphone machen. Man kann, aber ehrlich gesagt verwende ich mein Handy, Entschuldigung YouTube, nur für Thumbnails und andere Schnappschüsse. Wenn ich mir etwas mehr Zeit nehmen möchte und Wert auf eine gute Qualität lege,
nehme ich meistens ein anderes Equipment. Und das hat zwei konkrete Gründe: die zu große Naheinstellgrenze und die fehlende manuelle Fokusmöglichkeit meines iPhones. Bei meinem iPhone 14 ist die minimale Entfernung, bei der ein Objekt scharf gestellt werden kann, die sogenannte Naheinstellgrenze, irgendwo in der Gegend von 15 bis 20 cm. Definitiv viel zu groß, um nah an mein Objekt der Begierde auf der Modellbahn heranzugehen. Bei den Pro-Modellen gibt es wohl eine Ultra-Weitwinkelkamera mit deutlich geringerer Naheinstellgrenze. Selbst wenn man eine solche besitzen sollte, Ultra-Weitwinkelaufnahmen haben eine starke Verzerrung und wirken meist alles andere als natürlich. Deshalb verwende ich eine Kamera mit einem dedizierten Makroobjektiv. Allerdings kein teures Profimodell mit Vollformatsensor, sondern eine rund 10 Jahre alte APS-C-Kamera, die Sony Alpha 6000. Dazu das passende Makroobjektiv SEL 30M35, dessen Brennweite von 30 mm zusammen mit dem Crop-Faktor des APS-C-Sensors wunderbar natürlich wirkende Bilder erzeugt. Mit diesem Setup könnte man theoretisch 1:1 Makros machen. Das heißt, ein Preiserlein mit knapp 2 cm Höhe würde vom Scheitel bis zur Sohle das komplette Bild ausfüllen. Aber so extreme Makros mache ich eigentlich nie. Und der Hauptgrund für die Wahl dieses Equipments liegt woanders, nämlich in der geringen Schärfentiefe bei Nahaufnahmen. Beim Fotografieren in unserer großen Welt sind wir gewohnt, ein Bild aufnehmen zu können, das von der fotografierten Person im Vordergrund bis zu den Gebäuden und der Landschaft im Hintergrund scharf wirkt. So ist bei einer Kleinbildkamera mit 35 mm Brennweite und einer Blende von 8, also ganz normalen Einstellungen, die Hyperfokaldistanz, also die Entfernung von der Kamera, zwischen der und unendlich alles als scharf wahrgenommen wird, nur 5 Meter. Zwischen 5 Metern und unendlich wirkt alles scharf. Ganz anders aber bei der Makrofotografie. Hier ist die Schärfentiefe zumeist nur wenige Zentimeter. Bei dem Beispiel mit 35 mm Brennweite und Blende 8 wären nur etwa 3 bis 4 cm um eine Figur, die wir in 10 cm Abstand fotografieren, scharf. Das heißt, alles, was sich mehr als 2 cm vor oder hinter unserem Objekt befindet, verschwindet in der Unschärfe. Wenn wir unsere Blende auf maximal 22 zudrehen, so verdreifacht sich die Schärfentiefe zwar in etwa, aber weit entfernte Gebäude oder die Hintergrundkulisse bleiben in jedem Fall unscharf. Zudem bedeutet Blende 22 ja, wir kneifen die Augen der Kamera maximal zu. Es kommt fast kein Licht mehr auf den Sensor. Um kein völlig unterbelichtetes Bild zu bekommen, brauchen wir entweder lange Belichtungszeiten oder hohe ISO-Werte, die wiederum starkes Rauschen verursachen. Früher habe ich tatsächlich viel mit großen Blendenwerten und langen Belichtungszeiten gearbeitet. Klar, dass es dafür einer absolut stillstehenden Kamera bedarf und man das nicht aus der Hand fotografieren kann. Aber mit einem Stativ oder auch einer einfachen, stabilen Auflagefläche auf der Anlage bekommt man das gut hin. Jedoch kann man bei Blende 22 bereits Beugungsunschärfe bekommen. Nicht tragisch, aber auch nicht wirklich schön. Außerdem ist es immer ein dünner Balanceakt zwischen, bekomme ich das Objekt im Vordergrund noch halbwegs scharf und ist der Hintergrund, zumindest der mir wichtig ist, noch halbwegs scharf. Daher gehe ich mittlerweile einen anderen Weg und benutze Focus Bracketing und Focus Stacking. Was ist denn das? Kurz gesagt mache ich mehrere Fotos, bei denen der Fokus in unterschiedlichen Ebenen liegt und setze diese später am Computer zu einem einzelnen Bild zusammen, das von vorne bis hinten gestochen scharf ist. Auch dafür darf sich die Kamera während der gesamten Prozedur auf keinen Fall bewegen. Das hat sich nicht geändert. Aber nun kann ich ganz normale Einstellungen der Kamera wählen und muss nicht zu extremen Blenden und Belichtungszeiten greifen. Dieses definierte Verschieben der Fokusebene während der Serienaufnahme, das sogenannte Focus Bracketing, ist auch der Grund, warum ich immer noch die A6000 verwende.
Denn mit Hilfe einer kostenlosen Zusatzapplikation kann sie dieses Kunststück, was anderen, sehr viel neueren und teureren Sony-Kameras bis hin zur Alpha 7R3 nicht möglich ist. Zumindest nicht ohne die Installation von Kaufsoftware. Hat man nun die Serie von Bildern im Kasten, muss man diese wieder zusammensetzen, was man Focus Stacking nennt. Möchte man das nicht selbst manuell in einem Bildbearbeitungsprogramm mit viel Aufwand und fraglichem Ergebnis tun, so benötigt man hier dann leider doch eine extra Kaufsoftware. Ich verwende für das Focus Stacking Helicon Focus, das es für rund 150 € in einer Pro-Lizenz mit lebenslangen Updates auf die jeweils aktuelle Version gibt. Alles andere als billig, aber die Software ist wirklich gut. Mit wenigen Klicks und nach sehr moderater Prozesszeit setzt die Software ein Bild zusammen, das man mit einer einzigen Aufnahme aufgrund der physikalischen Grenzen der Makrofotografie nie hinbekommen würde. Eines, das vom Objekt in wenigen Zentimeter Entfernung bis zur Hintergrundkulisse durchgehend gestochen scharf ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt einige Inspirationen für euer neues Modellbahn-Fotoprojekt mitnehmen. Vielen Dank auch für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.